Weiter geht's im Hümer-Special. Herzlich willkommen bei AAS24. Und wer mal so ein riesen Wohnmobil hat, das auch noch so breit ist, der braucht auch garantiert eine Rückfahrkamera, damit die Kiste auch heile bleibt. Wir bauen zusammen mit euch ein die Doppel-View-Kamera und zeigen euch genau, wie man es installiert. Im Lieferumfang von unserer Rückfahrkamera sind 2 Videokabel mit dabei, weil wir ja auch 2 Kameras haben. Eine für nach unten zu gucken, eine nach hinten raus. Und das sind jetzt 15 Meter, die wir im Fahrzeug verlegen. Genau hier hinten links im Motorraum drin haben wir den Durchgang zu unserer Fahrzeuginnenraumkabine, wo wir das Kabel durchlegen. Wir hängen jetzt hier an unser Durchzugsband die 2 Kabel hier dran und ziehen die Kabel durch. So, mit dem Durchzugsband ganz hinter an die Öffnung und nach innen. Kabel haben wir jetzt hier drin, können wir direkt von hier reinziehen. Wie man dieses Kunststoffteil hier entfernt, das sieht man ja in dem Video über die Navigation. Da zeigen wir, wie die Schrauben hier aufgehen, wie man das alles wegbaut. Aber jetzt können wir auch das Kabel hier wunderbar durchziehen. So, Nummer 1. Wo ist Nummer 2 geblieben? Wir haben jetzt hier unser Videosignal für beide Kameras. Kamera 1 und Kamera 2. Ich habe die Stromversorgung von den Kameras jetzt auf Masse und auf Zündungsplus geklemmt. Und jetzt haben wir entsprechend einen Rückwärtskamera-Eingang und den AV-Eingang für permanent hinten rausschauen und schließt die somit an. Unsere Twin-Kamera, die kann man in der Mitte auseinanderschrauben. Die hat auch solche Verriegelungssätze in der Mitte drin, dass man die Abstimmung so einstellen kann, dass eben eine Kamera woanders hinschaut wie die andere. Ich habe jetzt hier bei unserer Kamerahalterung eine lange Schraube reingemacht, wo wir dann innen drin mal checken können, wo die überhaupt rauskommt, um die Kunstlederverkleidung so weit runter zu ziehen, dass wir sie jetzt beim Durchstoßen nicht verletzen. Und jetzt wissen wir, wo der Punkt ist. Und jetzt kann von innen jemand gegenhalten und das Leder weghalten, damit ich jetzt hier problemlos arbeiten kann. Und ich mache, wie altbekannt, natürlich auch Bitumenband hier drunter. Und zwar auch unter das Loch. Wir ziehen hier einmal komplett rein. Wir machen jetzt die Verkabelung in den Fahrzeuginnenraum und zwar hier mit diesen Gummimanschetten. Da müssen wir jetzt ein 18er Loch machen, damit die nachher richtig schön dicht drin ist. Und da müssen wir jetzt einen Platz suchen, damit wir das halt richtig einstellen können. Das heißt, hier an dieser Stelle machen wir jetzt den ersten Durchbruch. Ich markiere das mal. So, und der zweite, der ist also der da dran und jetzt kommt der zweite auf der gleichen Höhe. Gut, das war der Kranz. So, und jetzt mache ich es groß. Das Dämmmaterial müssen wir an der Stelle ein bisschen entfernen, damit unser Dichtungsgummi richtig einlappen kann. So, und jetzt hängen wir das Ganze hier ein und schieben das in die Muffe rein.
So, gesagt, getan. Und jetzt können wir noch ein bisschen nachziehen. So, und jetzt bauen wir sie zusammen und schauen, welche was ist und welche wir umdrehen müssen. Das können wir jetzt vorne machen. Okay, wir fixieren jetzt die komplette Kamera mit dem Schutzdach. Und jetzt haben wir auch die Linsen so ausgerichtet, dass jetzt eine ganz nach hinten geht, die dauerhaft einstellbar ist. Und das ist die Rückwärtsganglinse, die einfach direkt nach unten geht. Und wir schrauben jetzt alles wieder zusammen. Kabel haben wir also jetzt geführt. Von hier vorne, soweit waren wir schon, sind wir in den Motorraum runtergefahren, in die Mitte des Mobils und jetzt aber auf die andere Seite rüber, weil auf der Beifahrerseite sind noch keine Kabelkanäle verlegt, wo wir uns draufschrauben können und draufklammern können. Insofern sind wir tatsächlich dann hier rüber, sind dann den Kabel entlang, also es sind andere Kabel auch drin, hier immer mit dem Kabelbinder mit dran, bis ganz hinter durch und sind tatsächlich bis hinter unter den hinteren Stoßfänger bis hier rüber und von hier unten war der Kabelkanal und da laufen andere Kabel auch schon, war schon durchbohrt, haben wir mit einem Zugband hier reinziehen können. Wenn man nämlich hier vorher diese Verkleidungsteile rausschraubt, das sind nur die zwei hier, dann komme ich hinten dran ran und kann mein Kabel von ganz unten bis ganz hinten durch, bis hier hinter dieser Verkleidung bis hier hochziehen und dann hier hinten rum auf diesem Holz bis zum nächsten Schrank rein. Ja, das sind schon ein paar Meter, was da drauf gehen. So, und dann sind wir da hinten rein und haben unser Kabel jetzt unter dem Teppich, den haben wir praktisch weggemacht und jetzt wieder dran. Das egalisiert sich nachher noch ein bisschen, schaut nachher nicht mehr so faltig aus, der zieht sich gleich noch zurecht. Aber da sind unsere Kabel und auch die Verschraubung von der ganzen Kamera da hinten drin. Am Ende vom Hymer Special hängt sie nun hier. Unsere Doppel-View-Kamera gibt es natürlich auch bei uns im Webshop zum Kaufen logischerweise. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, wie wir gezeigt haben, wie man das ganze Ding einbaut. Vielleicht traut ihr euch ja jetzt selber ran. Danke fürs Zuschauen, euer Olli von AS24.